Hallo, Hallo Jules, endlich wieder Podcast. endlich wieder Podcast 2024. Ja, wir haben jetzt ein paar Wochen Pause gemacht. Ja, 2 ein paar Wochen. Tage, ja, Ja, deswegen, es ist 2024 und heute soll es um dich gehen. richtig. Und das ist wirklich eine Folge, auf die ich mich tatsächlich mit am meisten freue. Ich freue mich auch schon auf deine Folge. Ja, ich kann mich so ein bisschen zurücklehnen und ich habe ganz viele Fragen. Deswegen, ja, Wo soll ich anfangen? wo sollst du anfangen? Ja, das kannst du eigentlich selber entscheiden. Wir wissen ja schon, dass du 1990 geboren bist. Das haben wir beim letzten Mal schon kurz Ja, angerissen. Und ja, ich möchte wissen, wie du Fotograf geworden bist. Ich möchte wissen, wo du alles gelernt hast. Vielleicht auch, was du eventuell bereust oder was du heute anders machen würdest. Vielleicht gibt es auch gar nichts, was du anders mhm. machen würdest. Das ist ja eine Dementsprechend, sehr philosophische Frage, aber es gibt ja, bestimmt Sachen, die ich mal anders machen würde, aber nicht weiß, ob sie besser geworden wären oder nicht. ja. Ähm, Es gab schon sehr viele Abzweigungen, glaube ich, bei mir im Leben, wo ich vor so einer Entscheidung stand und auch meistens eher den schwierigeren Weg gewählt habe, aber den mit mehr Aussicht und mehr Zuversicht oder mehr Erfolgsaussicht. Oder auch mal einen Weg gewählt habe, der mehr Risiko beinhaltet hat. Ich bin ein sehr risikofreudiger Mensch, glaube ich. Das ist was Gutes. Aber der mir dann auch oft, oder den Weg, den ich dann genommen habe, mir dann auch oft gezeigt hat, dass es dann doch die richtige Entscheidung war. Aber man weiß es ja nie. Man Nee, weiß ja nie, was wäre, wenn. So, hätte Fahrradkette. genau das So, wollte ich auch gerade sagen. ja. Hätte Deswegen Fahrradkette. bereuen tue ich eigentlich nichts bewusst. Also ich habe jetzt nicht das Ereignis in meinem Kopf, wo ich was bereue. Ähm, aber es gibt sicher Momente, wo ich vielleicht heute mit meinem heutigen Wissensstand anders reagiert hätte oder anders gehandelt hätte, auf jeden Fall. So, Das ist auch ganz normal. definitiv. Also ich Ja, glaube, es wäre auch komisch, wenn das nicht so wäre, ja. weil man sich halt so entwickelt und Ja, und halt, auch reflektieren sollte und nach hinten, man sollte nach hinten schauen, man sollte aber auch nach vorne schauen natürlich. Natürlich bringt es nichts, irgendwie in alten Kamellen zu hängen und hinterher zu weinen, aber trotzdem sollte man sich seiner Vergangenheit, glaube ich, bewusst sein und die nicht wegschieben oder verdrängen. nö, So, das glaube ja, ich auch nicht. ja. Ja, aber Jules, wie bist du denn zur Fotografie Apropos gekommen? meine Vergangenheit, ne? Ja, apropos. Wo fange ich denn an? Also eigentlich bin ich ja gar kein Fotograf, ausgebildeter Fotograf. Ich bin ja mit 16 habe ich meinen Realschulabschluss gemacht. Ich komme aus Süddeutschland aus Heilbronn, Heilbronx auch nett, liebevoll gesagt oft. Mhm. Bin mit 20 nach Berlin gezogen, habe aber davor schon als Kind immer super gerne fotografiert und irgendwie Kamera von Opa genommen und Welche war das? boah, das war so eine ganz alte Olympus Trip hieß die, glaube ich. Olympus Trip. Die habe ich auch Sagt mir vererbt gar bekommen, nichts. habe ich im Schrank auch. Ja. Analog oder digital? Okay, Analog ja. natürlich, ja. 90er. Ja. Ja, da war noch nichts mit digital. Und als ich dann meinen Realschulabschluss fertig gemacht hatte oder kurz vor fertig war, habe ich mich natürlich entscheiden müssen, was mache ich, wo will ich hin. Mit 16 oder 15 damals kein Plan, also wirklich kein Plan. Ich wusste natürlich auch irgendwie so kreativ, ist ganz toll und so. Das ging aber einfach nicht, weil meine Mutter, die mich großgezogen hat, nicht das Geld hatte, um so eine Schule zu bezahlen. Bei uns ging das damals nur über eine Schule, über so eine Grafikdesign-Schule. Das ging also nicht, also war das off einfach. Und deswegen habe ich dann, wie man das so auf dem Dorf macht, eine Ausbildung angefangen. Damals als Informatiker, Fachinformatiker habe ich gelernt. Habe die auch durchgezogen 3 Jahre. Habe dann noch ein Jahr gearbeitet und habe dann aber relativ schnell gemerkt, boah, jetzt bin ich 19, das ist nicht das, was ich mein Leben lang machen will. Und Ich habe ich hier bin schon da eine noch viel zu Frage. jung dafür. Ja, Hast du das Gefühl, dass dir diese 3 Jahre heute noch viel bringen? absolut. Ja, sehr gut. Absolut. Ist ja oft Hat so. natürlich auch damit zu tun, dass es ein technischer Beruf war und Mhm. Fotografie auch sehr technisch ist. Aber Computer, Technik, Logik, Licht ist ja auch am Ende nur Logik und Physik so.
hat mir natürlich und bringt mir immer noch extrem viel, auch in meiner Assistenzzeit als Digi-Operator viel, viel, viel gebracht, auf jeden Fall. Ja, deswegen, das ist zum Beispiel ein Punkt, ich würde niemals sagen, ich bereue, dass ich mit 16 eine Ausbildung zum Informatiker gemacht habe und dann erst Fotografie weitergemacht habe, sondern es hat mir sehr, sehr viel gebracht. Vor allem, ich war damals der Jüngste in der Firma, es waren, glaube ich, 800 Mitarbeiter in der Firma. Ich war der Jüngste mit 15 oder 16 und habe halt mit 40, 50-jährigen Menschen zusammengearbeitet jeden Tag. Und dadurch bin ich natürlich auch super, super frühreif gewesen, dass ich halt irgendwie so in das Arbeitsleben geschmissen wurde mit 16, 15. Ja, und dann habe ich mit 18, 19, als ich dann dieses ganze Informatik-Ding fertig hatte und nicht so happy war, entschieden, ich will mein Abitur nachholen. Das wäre dann gewesen 3 Jahre Abitur Abendschule, hatte ich gar keinen Bock drauf. Oder 1 Jahr Fachabitur Vollzeit. Dafür habe ich mich dann entschieden und habe dann dieses Fachabitur nachgeholt. Das war 1 Jahr Vollzeit. Da habe ich dann irgendwie von Barjobs gelebt, von Clubarbeiten an der Bar und so weiter. Habe mich über Wasser gehalten. Und dann habe ich mich in Berlin an der Uni beworben für Fotografie nach diesem Jahr Fachabitur. Wurde genommen, habe mich super gefreut. Wie war das, da reinzukommen? Also was musstest du machen? Weiß ich noch ganz genau, weil ich bin ja auch ein schlauer Mensch. Sehr gut, ja. Ich habe mir damals schon gedacht, an so einer Uni genommen zu werden, die wollen sehen, dass man Künstler ist, dass man kreativ ist, dass man irgendwie so ein bisschen anders denkt als normal und habe das mir so ein bisschen zu eigen gemacht und habe natürlich dann auch versucht, bewusst, also ich habe mich damals auch wie ein Hochstapler gefühlt, weil ich einfach versucht habe, das System der Universität zu verstehen. Wer wird genommen, wer nicht. Und habe dann halt maximal auf Künstler und habe ich weiß noch, ich habe U-Bahn-Stationen von Berliner U-Bahn-Stationen fotografiert, habe die Fotos ausgedruckt und habe die auf so bunte Fliesen geklebt, die so in den U-Bahnen immer sind. Okay, Und war wow. so, wow, Wow. Künstler. Ja. Und ich weiß noch, eine andere Arbeit war ein analoges 360-Grad-Foto. Also ich habe einfach 360-Grad-Foto gemacht, einmal mich umgedreht, ein paar Fotos gemacht, die zusammengebaut und habe die dann ausgedruckt und wie in so einem Papier zusammengeklebt, dass man sich das so über den Kopf stülpen konnte und quasi so gucken konnte. Okay, und das ist fanden die schon natürlich smart. mega krass. Da wurde ich dann auch genommen an der Uni. Jetzt muss ich hier nochmal sagen, also so schlau war ich nämlich nicht. Wirklich, also ich Ja, glaube, es hätte ich ist- das auch so angegangen, dieses Thema, von wegen, wie kann ich künstlerisch, Ja, es war halt schon ein bisschen, ich habe mich ein bisschen wie ein Hochstapler gefühlt, weil ich halt wirklich versucht habe, das System zu aber umgehen tun das nicht und alle? nicht, weil ich so ein Künstler bin jetzt. Weiß ich nicht, ob es andere machen. Also ich hatte auch tatsächlich ein paar Kommilitonen, da hat man eher gedacht, ja, die sind wirklich so Okay. Kunst. Die meinen das ernst mit dem 360 Ja, Grad. ja, genau. Du so, Ich habe mich da so ein bisschen irgendwie gefühlt, als ob ich einfach nur verstanden habe, was sie wollen von mir und war sozusagen das die Studium dann auch Checkboxes. genau so? Bitte? War das Studium dann auch genau so? Leider ja, leider ja. Also auch im Ja. ersten Semester, ähm, in dem ersten Kurs, den wir hatten, Grundkurs Fotografie hieß das, glaube ich, oder Grundlagenfotografie, mussten wir als Abschlussarbeit weißes Objekt vor weiß, schwarzes Objekt vor schwarz, Glas, was mussten wir noch machen? Eine freie Arbeit. Ich habe einfach einen Wasserfarbenkasten, einen bunten Wasserfarbenkasten, weiß angesprüht. So, wow, er ist jetzt weiß und habe den halt vor weiß fotografiert. Und genauso schwarz. Also es ist wirklich, ich habe immer irgendwie mich da so durchgemogelt, weil ich verstanden habe, was die Universität oder was die Lehrer von mir wollten. Aber da Und muss ich sagen, also auch wenn du das Gefühl hast, so du hast dich da durchgemogelt und du bist Hochstapler, du musst trotzdem auf die Ideen kommen. sicher, Und ja. Also ich bin ja auch nicht unkreativ, das hat ja auch schon was mit Kreativität zu tun, aber die Uni wollte uns halt eintrichtern, wir sind Künstler und wir sind crazy und wir sind Free Mind und Free Thinking und ich war damals aber noch nicht so weit. Ich war, glaube ich, auch einfach noch zu jung, hatte noch nicht diese Offenheit für alles und habe einfach ein bisschen da, glaube ich, eher so das gemacht, was erwartet wurde, anstatt wirklich frei für mich
was zu tun. So. Und dadurch hat es sich vielleicht ein bisschen nach Hochstaplerei angefühlt. Hast du das Gefühl manchmal immer noch? Mittlerweile nicht mehr so. Am Anfang meiner Fotografenkarriere, wirklich, als die ersten großen Jobs kamen, wo man dann die ersten Sachen macht, wo man wirklich auch Schiss hat, so, wo man wirklich denkt so, boah, schaffe ich das jetzt oder kann ich das? Da auf jeden Fall noch. Nicht Hochstapler, sondern eher fake it till you make it. Also erstmal so tun, als kann man das und dann halt auch einen zukommen lassen. Ich hatte immer Glück, dass ich das dann hingekriegt habe. Mittlerweile würde ich sagen, ich bin schon relativ sicher in dem, was ich tue und weiß auch, was ich kann und was ich nicht kann. So, und würde auch dann, glaube ich, wenn es wirklich was geben würde, was ich nicht können würde oder was für mich noch eine Nummer zu groß wäre, das auch dann äußern würde. So, vielleicht. Manchmal. Maybe. Ja, genau. Das war die Uni-Zeit und da habe ich 2 Semester studiert, war leider nicht so happy. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass meine Dozenten, mit denen war ich nicht so zufrieden. Die waren größtenteils Künstler, Fotografen, die halt es nicht geschafft haben. Das wenn man ist nicht halt so böse sagen bei kann. Unis oft das Ding. Ja, ja. Wir hatten wenige Dozenten, die wirklich erfolgreich eine Karriere hatten und dann doziert haben und viele Dozenten, die keine erfolgreiche Karriere hatten und deshalb doziert haben. Und das hat mir sehr, sehr aufgestoßen in der Uni, weil ich auch sehr viel Geld bezahlt habe dafür. Es war eine private Uni, ich glaube, ich habe 600 € im Monat bezahlt dafür, aus eigener Tasche. Also deswegen wollte ich auch dann was lernen und wollte auch da irgendwie einen Mehrwert von haben und den habe ich halt nicht gesehen. Deswegen war ich dann relativ schnell ziemlich unzufrieden auch, habe mich auch mit Dozenten teilweise angelegt. Dann habe ich am Ende des 2. Semesters ein Praktikum in Hamburg angefangen oder bekommen, in einem Fotostudio und habe das dann auch genommen. Das war damals der Plan, dass ich das halbe Jahr Praktikumssemester mache und nach dem halben Jahr Praktikum wieder zurück nach Berlin an die Uni gehe. Und da habe ich aber dann im Praktikum nach 3 Wochen oder so gemerkt, ich bin jemand, ich muss praktisch arbeiten, ich muss hands-on, ich muss ins kalte Wasser geschmissen werden. Da lerne ich am meisten, das macht mir am meisten Spaß. Plus, ich habe natürlich auch irgendwie 400 € verdient im Praktikum, was natürlich ein Riesenunterschied zu 600 € bezahlen ist. So. Und deswegen war das für mich dann so, yo, das mache ich jetzt 6 Monate und dann mal gucken. Und dann nach diesen 6 Monaten habe ich dann noch ein halbes Jahr fest assistiert und dann bin ich in die freie Assistenz reingekommen oder reingeslidet. Aber in der Uni war da so wenig Praxis, war so viel Theorie. Wenn du in einem Fotostudio zum ersten Mal das Gefühl hast, ich kann hier wirklich mal richtig anpacken und was machen. Es war leider kein gutes Fotostudio. Okay. Also wir hatten natürlich so einen Verleih, da gab es Kameras, das war cool. Also man konnte sich alle möglichen Kameras leihen. Aber das Studio an sich waren so 2 Meter Deckenhöhe im Keller, ohne Tageslicht, irgendwie so ein paar Bowens-Blitze, die halt irgendwie halb kaputt waren. Also es war wirklich nicht gut ausgestattet, leider. Und ich hatte halt keinen Plan. Also ich habe keinen Plan gehabt von Licht, von irgendwas. Ich konnte ein paar schöne Fotos machen, aber wusste noch lange nicht, wie Licht funktioniert, wie Reflexion funktioniert, wie das ganze Zeug funktioniert. Und dann, was macht man dann? Also was testet man dann, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert? Das finde ich aber so krass, weil du hast ja auch 2 Semester studiert. Ja. Und in meinem Kopf ist so, ja, diese romantisierte Vorstellung davon, dass man ein Studium anfängt, dass einem alles gezeigt wird, von Studiofotografie zu natürliches Licht, was sind Blitze, was sind Dauerlichter und so weiter. Aber es ist halt nicht unbedingt so. Es kommt natürlich auf die Uni an, es kommt auf die Dozenten an und so weiter, aber ja, also ich weiß es nicht, wie es an anderen Unis ist. Ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass es andere Universitäten gibt, Lette, Ostkreuz, whatever, name it, die das anders machen, die das vielleicht auch besser machen. Von Lette-Vereinen habe ich schon oft gehört, dass die das ein bisschen besser machen, auch ein bisschen mehr die Schüler oder die Studenten auf das Leben danach vorbereiten, was bei uns nicht so wirklich stattgefunden hat. Ich glaube auch, dass fast niemand meines Studiengangs von damals Fotograf heute ist. Also ich glaube 2, 3 Leute vielleicht und das ist halt schon schade irgendwie. Vor allem für ein Studium, was irgendwie mehrere 10.000 € kostet. So. Absolut. Und
da habe ich auch, man hat auch sehr gemerkt, dass gerade an privaten Unis die Schüler oder Studenten durchgedrückt werden, weil sie halt bezahlen. So, und das hat mir gar nicht getaugt, weil ich halt alles selber bezahlt habe und ich habe mich dann irgendwie unfair behandelt gefühlt auch, weil ich wollte was mitnehmen, ich wollte was lernen und habe dann natürlich auch mit meinen Kommilitonen irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, also ich habe so ein bisschen gefühlt, als ob viele das nicht so ernst nehmen und ich es zu ernst vielleicht auch nehme und dadurch war ich dann unzufrieden und hat dann am Ende dann dazu geführt, dass ich das Studium abgebrochen habe. Aber auch damals mit keiner Gewissheit natürlich. Also ich habe natürlich, die Entscheidung war super, es war eine Entscheidung, die ich immer wieder so machen würde jetzt, aber damals mit 21, wo ich schon irgendwie mehrere tausend Euro für dieses Studium ausgegeben habe, zu entscheiden, ich breche das jetzt ab und ich probiere es einfach so, das war auf jeden Fall, ich glaube, eine der schwierigsten Entscheidungen in meiner jungen Karriere, so Ja, das zu riskieren, sage ich mal. So. absolut. Ähm, Und man ist ja dann irgendwie auch gefühlt dem Umfeld, den Eltern so eine Rechenschaft schuldig und muss dann ja, sagen, sowieso, hey, ja. Also ich war denen schon Rechenschaft schuldig, weil ich Fotografie studiert habe, mhm, generell, weil Künstler ist ja kein Beruf, den man macht. ja, Das ist ja, wie sagt man, Brot? Nee, wie ist der Spruch? ja, ich weiß, was du Ja, meinst. ja. Brotlose Kunst, Brotlose genau. Kunst, ja. Deswegen, ich hatte schon eine Ausbildung, ich hatte schon einen Beruf, ich habe relativ gut verdient damals als Informatiker schon mit 18. Und da dann die Eltern oder die Mutter zu überzeugen, ich will jetzt Künstler, ich will jetzt Ja. Künstler werden, ich will jetzt Fotograf werden, ich ziehe nach Berlin und studiere. Übrigens, das Studium kostet jetzt 600 Euro im Monat, zahle ich alles selber. Das ist schon, es hat lange, lange, lange gedauert, bis das irgendwie ankam und auch meine Mom ähm, mir mir vertraut hat, dass ich das so hinkriege und so schaffe, wie ich das jetzt mache heute. So, Ja. mittlerweile ist War auf alles jeden gut. Fall mutig. Ja, Also der junge ja. Jules war Da schon, bin ich auch, also da bin ich auch stolz auf mich, auf mein junges Ich, dass ich das damals entscheiden konnte, weil ich auch weiß, dass es viele junge Leute gibt, die auch die finanziellen Mittel noch weniger haben und die dadurch auch in anderen Situationen sind und nicht einfach sagen können, ich mache das jetzt so oder ich mache das jetzt so. Also ähm, das, ich sag mal, zwischen 18 und Mitte 20 lebenswichtige Entscheidungen zu treffen, Hut ab. und oft weiß man ja auch So, erst später, was dann genau, wirklich richtig genau. und was Ja, vielleicht eher falsch war. richtig. Ja. Obwohl es oft gar keine richtig falsche Entscheidung gibt, weil man immer was daraus lernt. Du Auf schüttelst so jeden ein bisschen Fall. mit dem Kopf. Nee, ich habe gerade nur überlegt, ob es Dinge in meiner Vergangenheit gab, karrieretechnisch, wo ich sagen würde, oh, das war nicht so gut, die Entscheidung. Weißt du, Okay, so, ja. aber Was ich auf jeden Fall noch sagen will, ist, dass du ja schon gespürt hast, dass, auch wenn du am Anfang gesagt hast, ich war eher so der Hochstapler im Studium, dass du schon gespürt hast, das ist der richtige Weg und ich kann das. Also irgendwas in dir drin hat dir ja auch den Mut gegeben zu sagen, ich ziehe jetzt in die große Stadt, mhm, so, ich fange sowohl das Studium an, breche es dann auch wieder ab mit einem Vertrauen mir selbst gegenüber. mhm, Also du wusstest ja mhm. irgendwo, du kannst es so schaffen, deinen Traumberuf zu erreichen. Und Es war lange gar nicht mein Traumberuf, Fotograf. Also das hat sich dann irgendwie so ergeben. Bei mir war eher so ich will was kreativ machen. Ich will irgendwie was. Und fotografieren mache ich schon lange als Hobby. Es gefällt mir, es macht mir Spaß. Dann probiere ich mal den Weg. Aber ich habe mir jetzt nicht mit 18 gesagt, ich will unbedingt Fotograf werden. Das ist mein Traumjob. Das ist mein Lebensziel. Das war nicht der Fall. Also es war eher so was Kreatives machen. Ich fotografiere gerne. Fotografie ist gut, macht mir Spaß. Vor allem dieses macht mir Spaß, darauf zu vertrauen, dass man mit dem, was einem Spaß macht, Geld verdienen kann. Das ist super wichtig und auch schafft auch nicht jeder. Wünsche ich natürlich, dass es jeder schafft, aber wir sind alle mit Ängsten und Gesellschaften groß geworden, wo das halt nicht so gefördert wird oft. Und deswegen ist umso besser ist, wenn Leute das schaffen und da den Mut haben, das zu entscheiden. Also an all die jungen Leute da draußen, traut euch. Ich habe die Ausbildung damals angefangen, weil das Internet war noch jung quasi und ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Man war halt so, jo, ich arbeite jetzt. Heute behaupte ich, ist die junge Generation da ein bisschen informierter durchs Internet, ein bisschen offener auch und ein bisschen mehr Richtung, hey, wenn ich das gut kann, dann mache ich das und es macht mir Spaß. So. ja, obwohl ich auch immer mehr mitbekomme,
dadurch, dass es so viele Möglichkeiten gibt, also du kannst ja wirklich alles Mögliche studieren, so viele Ausbildungen machen, Ja. kannst selber die Selbstständigkeit ansteuern und so weiter, dass manchmal so viele Türen möglich sind, dass du den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst. Ja. Und also so war das zum Beispiel bei mir, dass ich dann auch teilweise so dachte, also es ist so krass viel möglich. Was ist, wenn ich irgendeine falsche Entscheidung treffe? Was ist, wenn ich Oder was verpasst halt. was verpasse? So, ich will irgendwie alles mal ausprobieren, aber wenn ich alles mal ausprobiere, bin ich 60. So. Ja, aber Gefühlt. da hat sich bei mir oft im Laufe des Weges rausgestellt, dass es mir immer mehr gebracht hat, zu wissen, was ich nicht will, was ich nicht machen will, anstatt wirklich zu wissen, was ich will. Weil wenn man jung ist, weiß man nicht, was man will. Kann mir keiner erzählen, dass er da genau den Plan seines Lebens schon vor sich hat. Aber ich habe oft Sachen ausprobiert, Praktika gemacht, irgendwie mal eine Woche da, mal hier, mal was probiert. Und oft gemerkt, ja, das ist irgendwie nicht das, was ich will. Und dadurch kommt man ja auch zum Ziel oder zu irgendeinem Ziel. Kann ja auch sein, es kann ja auch sein, dass ich nicht, dass es für mich immer noch einen Beruf gibt, der noch viel krasser wäre als Fotograf. Aber Fotograf einer der ist, der mir Spaß macht und den ich gerne mache. Aber durch Ausprobieren und so rausfinden, was man nicht mag, findet man ja auch einen Weg oder kommt auch irgendwo hin am Ende. Und das ist ja auch nicht schlecht. Ja, halt die Dinge, die dir aktuell Spaß machen. Wenn du denen nachgehst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Aber was ich auch wichtig finde, ist das immer mal wieder zu hinterfragen. Und dann nicht so an dem festzuhalten und zu denken, vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren oder vor 2 Jahren habe ich das doch so geliebt. Ja. Es kann auch sein, dass man sich weiterentwickelt und dann merkt, ja, zu einem gewissen Zeitpunkt war das dann einfach nicht mehr die Erfüllung, die es mal in der Vergangenheit war. Ich finde das auch wichtig, weil gerade so vielleicht unsere Elterngeneration oder auch noch die darüber, da war es einfach nicht möglich, so einfach den Job zu wechseln. Dann warst du halt Fotograf und dann hattest du auch Fotograf zu bleiben. Aber heutzutage hat man nun mal auch viel mehr die Möglichkeit zu sagen, hey, ich möchte mich umorientieren, ich möchte doch noch mal mehr in mich Kommt natürlich auf die reinhören. Lebenssituation an, ne? Also Genau, kommt dann wie auch weit darauf man da an. schon irgendwie festgelegt ist oder fest ist. Aber ich erinnere mich noch damals, als ich angefangen habe, haben schon viele gesagt, ach, Fotograf, das stirbt ja aus, der Beruf. So, gibt ja viel zu viele und so weiter und so weiter. Man kennt diese Sprüche. Hat mich nie so richtig interessiert, so, zum Glück. Also habe ich mich davon nicht beirren lassen. Und heute kann ich ganz klar sagen, so, wenn es mit der Fotografie nichts mehr wird, dann finde ich 10 andere Jobs, die ich machen kann mit meiner Erfahrung und meinem Wissen in verschiedensten Bereichen, von Werbung bis Social Media, was weiß ich. Also ich werde nicht, ich habe immer gesagt, was ist der Plan Z? So, und wenn es einen Plan Z gibt, dann ist alles gut. So. Also es muss Meinst nicht du, mal. man braucht einen Plan Z? Naja, also es gibt einen Plan A, einen Plan B und es gibt ganz viel dazwischen, aber wenn Plan B nicht klappt, dann gibt es ja immer noch ganz viele andere Sachen, die man machen kann. Finde ich spannend. Deswegen habe ich immer gesagt, Plan Z, wenn es den gibt, und der war bei mir immer irgendwie, keine Ahnung, Aldi an der Kasse so gefühlt, dann ist das halt so. Aber dann habe ich alles davor probiert und habe alles gemacht. Aber finde ich dahingehend spannend, dass ja so viele sagen, du darfst keinen Plan B haben. Vor allem viele, ich sag Ja, mal, sagen das viele? Coaches oder so sagen, entweder du hast Plan A oder du wirst scheitern, wenn du auch noch 10 andere Pläne hast. Naja, nee, ich meine es gar nicht so. Ich meine es nicht, dass man sich 10 Pläne zurechtlegen muss, aber ich habe mir immer, also ich habe viele Entscheidungen getroffen, auch damals die Entscheidung zu studieren, meinen Informatikberuf zu kündigen, in dem Sinne Plan A, Plan B, dass ich gesagt habe, hey, ich probiere das jetzt aus. Wenn ich nach einem Jahr merke, das macht mir gar keinen Spaß mehr oder ich hab kein Geld mehr oder ich muss, was weiß ich, mir macht es doch keinen Spaß, dann kann ich ja immer noch wieder Informatiker werden. Und das war mein Plan B, weil ich wusste, ich habe irgendwas, ich habe irgendwie was da, und wenn ich das nicht gehabt hätte, dann hätte ich halt noch eine andere Ausbildung angefangen oder hätte in einem Fotostudio, also es gibt immer irgendwo, gibt es immer eine Möglichkeit, was Geld zu verdienen, was ja oft das größte Problem ist oder die größte Angst, kein Geld zu verdienen. Und irgendwo gibt es immer was. Und das war immer meine Sicherheit im Kopf, wo ich mich ein bisschen entspannen konnte, dass ich sage, es gibt irgendeinen Plan.
Den kenne ich auch noch nicht, aber es gibt einen. Voll. Also, was mir dann auch hilft, sich bei gewissen Entscheidungen das Worst-Case-Szenario auszumalen. Genau, Und das wenn meine man ich, sich Plan das Z. genau einmal wirklich vor Ja. Augen führt, dann merkt man relativ schnell, okay, das Worst-Case-Szenario, es ist gar nicht so schlimm. Genau. Und oft ist das Schlimmste, was passieren kann, vor allem bei sehr stark verändernden Entscheidungen, wie zum Beispiel, ich ziehe jetzt in eine andere Stadt oder ich fange jetzt ein Studium an, sag ich mal, dann ist meistens das Schlimmste, was passieren kann, dass man wieder in genau die Situation kommt, in der man gerade sowieso ist. Richtig. Und wenn das Schlimmste ist, dann ist es oft doch ja, ein guter Anstupser zu sagen, ich probiere das jetzt mal. Ja, auf jeden Fall. Aber zurück zu deinem Weg. Jetzt sind wir hier ein bisschen Wo waren wir vom stehen Weg geblieben? abgekommen. Ja, Ja, wir waren eigentlich bei deinem Praktika, beziehungsweise bei deiner Zeit im Studio. Ja. Und dass du da mit nicht so guter Technik trotzdem wahrscheinlich wahnsinnig viel gelernt hast und das ein wichtiger Punkt im in Studio, deinem... in der Uni, da gab es die Technik nicht. Als ich dann das Praktikum gemacht habe, da hatten wir dann die Technik. Genau, Da das war meine alles ich gut, auch, ja. ja. Ja, da Quasi in konnten wir uns, Hamburg? in Hamburg, ja. Ja. Da konnten wir uns ausprobieren, da haben wir auch viel ausprobiert. Da haben wir auch jeden Tag Aldi und was weiß ich alles rauf und runter, Schuhe. Ich erinnere mich noch, Grüße an Lenny hier, der erste Tag Praktikum, Gummibärchen fotografieren Oh, das für ist einen nicht so Online-Shop. einfach. Es ist sau einfach heutzutage. Damals sind wir komplett gescheitert, natürlich. War das die Marke, an die jetzt alle denken? Die Nee, Gummibärchen? Okay. das war irgendwie so für irgendeinen Mitarbeiter, Online-Shop, keine Ahnung. Und dann mussten wir Schuhe fotografieren. Keine Ahnung, wie man Schuhe fotografiert mit 20. Also, wie man da Licht setzt, dass der Reflex auf dem Lederschuh richtig sitzt. Keine Ahnung gehabt damals. Aber ihr habt es ja Wir irgendwie sind geschafft. irgendwie haben wir es geschafft, aber Ja. es war, also heute natürlich rückwirkend, Hm. saulustig, so, dass wir da so rumgestochen, Jugendforscht haben wir immer gesagt. Ja. Ja. Aber Aber ja, dann habt ihr haben wir uns ja auch ausprobiert. einfach machen dürfen, ne? Da haben wir machen dürfen, haben wir auch sehr, sehr viel gearbeitet. Also wir haben teilweise auch im Studio geschlafen, weil wir Oha. wirklich sau viel gearbeitet haben. Und es war aber okay damals. Wir wollten es halt, also es war halt, das war das, was wir wollten. Und es hat Spaß gemacht. Aber warum schläft man im Studio? Gab es Weil man keine bis 2 Zeit Uhr nach nachts Hause? Auswahl machen musste und Oha. dann noch am nächsten Morgen um 7 wieder da sein musste. Deswegen haben wir dann die Stunde Autofahrt uns gespart und haben im Studio gepennt. So, Schön unbezahlt alles es waren, wahrscheinlich. nee, wir haben ein bisschen Geld bekommen, es war okay für die Zeit. Aber es waren, auch da habe ich mir gesagt, vor dem Praktikum, die 6 Monate, die ziehe ich jetzt durch. So. Und danach gucke ich mal. Aber die 6, die reiße ich mir jetzt halt den Arsch auf. Und ja, das hat geklappt. So. Und nach diesem ganzen Studio-Thema habe ich mich dann entschieden, frei zu assistieren. Auch bisschen, ich würde sagen, habe ich mich überschätzt. So, ich dachte, ja, klar, easy. Und bin dann auf den freien Markt sozusagen und habe erstmal die Ernüchterung bekommen. Wie geht man auf den freien Markt? Gab's dann Ich habe so eine einfach gesagt, ich bin Plattform? jetzt selbstständig, habe mich selbstständig als Fotograf, Fotoassistent angemeldet und habe gesagt, hier bin ich. Und habe damals irgendwie 300 E-Mails geschrieben an Fotografen, die ich mir vorher rausgesucht habe. Stimmt, das haben Hey, wir hier schon mal bin kurz. ich. Genau, das ist so die Story, die ich oft erzähle. Hier bin ich bin Assistent, wenn ihr Bock habt, bucht mich. So, und von den 300 haben 3 oder so mir einen Job tatsächlich im Wieder Laufe der- mutig, der Jules hier. Ja, ne? aber es hat funktioniert und da hatte ich dann meine ersten Jobs für 150 € am Tag damals. Für welche Marke war das? Willst du das sagen? Weißt Boah, du das nee, noch? also es war Assistenzjobs, ne? Also ich weiß keine Ahnung, ich weiß nicht mal mehr, welche Fotografen das waren. Okay. Das waren irgendwelche Fotografen, die mich halt irgendwie, wo ich zur richtigen Zeit die E-Mail geschrieben habe und die vielleicht gerade einen Assistenten gesucht haben. Und man, ja, komm rum. So. Und dann hast du denen so Licht gesetzt, hast du Ich hab's versucht gebackupt? zumindest. Ja. Ja, damals war der Beruf, damals gab es Lichttechniker und Digi-Operator noch nicht. Damals war es halt Fotoassistent. Und da hat man dann irgendwie alles gemacht. Da gab es auch noch nicht diese ganz crazy Stations, die man heute hat und alles Mögliche. Da gab es halt einen Laptop, wo die Bilder reingeschossen wurden, einen Kartenleser, wo du Karten reingelesen hast. Und das war's. Und der Laptop stand halt auf dem Tisch im Studio. So. Heute ist es ja ganz anders. Heute hat man ja irgendwie alle möglichen Cards und Aufbauten und was weiß ich. Und so habe ich angefangen. Und dann habe ich halt auch relativ schnell andere Assistenten kennengelernt. Man hat
sich Jobs hin und her geschoben, wenn man mal nicht konnte. Man hat auch irgendwie mal zusammengearbeitet auf einem Job. Und so hat sich dann über die Jahre dann so ein Netzwerk aufgebaut von Assistenten für Assistenten sozusagen, die sich halt unterstützt haben auch gegenseitig und die sich dann auch, die auch aneinander gewachsen sind und wo man immer wieder mal Hilfe holen konnte sich, wenn man was nicht wusste, wenn man mal einen Job hatte, der groß war, wo man überfordert war, wo man mal eine Lichtliste schreiben musste. Und so hat man sich dann irgendwie, ist man da zusammen groß geworden als Assistenten und jetzt Fotografen auch. Also viele, mit denen ich damals die Assistenzzeit hatte, sind jetzt auch Fotografen, ganz normal geworden, so wie ich. Ja, wie schafft man da den Absprung? Ich glaube, um es ganz kurz zu fassen, man muss also als Assistent verdient man genug Geld, um davon zu leben, um davon zweimal im Jahr Urlaub machen zu können, um sich ein Auto leisten zu können, sagen wir es mal so. Aber nicht viel, um sich was auf die Seite legen zu können. Und aus dieser Komfortzone muss man raus und das Geld, was man verdient, in Shootings, in freie Projekte stecken, in viel, viel freie Arbeit als Fotografin, um dann sich ein Portfolio aufzubauen, mit dem man irgendwann auf den Markt gehen kann, sprich zu Agenturen, zu Agenten, zu Werbeagenturen, zu Kunden auch von mir aus direkt. Aber das braucht man. Wenn man nur assistiert und nicht fotografiert, hat man kein Portfolio und wird auch nie wahrgenommen als Fotograf. Also ich habe halt sehr, sehr viel freie Arbeiten gemacht, sehr viel am Wochenende, wenn ich nicht gearbeitet habe, einfach viel Zeit investiert darin, weil ich unbedingt Fotograf werden wollte. Und dann hat es auch irgendwann geklappt. Bei mir war der Übergang dann auch relativ fließend, aber das ist auf jeden Fall wichtig. Viel, viel machen. Das haben wir in der letzten Folge schon gesagt. Man muss leider sich einen Arsch aufreißen, auch als Irgendwie Assistent. witzig, dass wir uns jetzt schon wiederholen, Ja, oder? Der ja, Podcast hat gerade ja, erst angefangen. ja. Das ist einfach das Allerwichtigste. Das würde ich wahrscheinlich auch noch ein paar Mal sagen. Ja. Ohne Fleiß kein Preis, ist leider so. Und es gibt auch heutzutage auch Assistenten, die wollen keine Fotografen mehr werden. Verstehe ich auch. Sondern die sehen das als ihren Beruf an. Das ist auch möglich heutzutage. Man kann damit genug Geld verdienen, um eine Familie zu ernähren. Das ist total okay. Und ist auch nichts Verwerfliches dabei. Aber viele Assistentinnen und Assistentinnen nutzen halt diese Assistenzzeit einfach als Sprungbrett finanziell und Branche und für die Branche, um FotografInnen zu werden. Ich So. verstehe das auch komplett. Also du kannst an verschiedenste Sets schauen, du kannst Leute kennenlernen aus genau der Szene, in die du eventuell hin möchtest, wenn du halt später Fotograf oder Fotografin sein willst. Ja. Musst dich nicht selber um die Kundenakquise kümmern, im Sinne von, wer bucht mich für meine Fotos. Du musst dich natürlich schon darum kümmern, wer bucht mich als Assi. Aber hast dann im besten Fall halt sowohl mal Menschen vor der Kamera, als auch mal Stilllife, als auch mal. Ja, man lernt einfach die Set-Erfahrung. Also das ist sehr, sehr wichtig und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste daran gewesen. Die Erfahrung am Set. Was sind die Rollen am Set? Wer macht was? Wie wird sowas überhaupt, wie findet so ein Tag Shooting überhaupt statt? Was passiert denn da? Wer macht Zeitablauf, Hierarchien? Wie redet der Fotografin mit dem Model? Wie reden die Kundinnen miteinander? Wer hat welche Rolle? Artdirektor, Kreativdirektor, diese ganzen Sachen, die man vorher nicht kennt. Das lernt man halt in der Assistenz auf den Shootings ganz gut. Auch nicht alles, aber man kriegt einen sehr guten Einblick und hat dadurch dann irgendwann schon später, wenn man Fotografin wird, schon einen guten Grundstein, würde ich sagen, um da irgendwie nicht mehr ganz so nervös auf so ein Shooting zu kommen, um gar nicht zu wissen, was passiert. So. Ja. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, diese ganzen Erfahrungen am Set zu machen und Ich diese meine, du Routine. hast es auch wirklich lange gemacht. So. Ja. Und gibt es so einen Assistenzjob, wo du vielleicht sagst, das war der, wo du am meisten gelernt hast oder der dich am meisten geprägt hat? Ja, tatsächlich gibt es einen. Der Assistenzjob, der mich am meisten geprägt hat, glaube ich, damals, war in Berlin. Ich weiß den Kunden nicht mehr genau, aber Fotograf war Björn Evers, das weiß ich noch. Und wir mussten so Models fotografieren auf so einer künstlichen Wiese, die wurde im Studio ausgelegt, mit so einem Geländer. Und da haben die Models irgendwie ihre Füße so hochgelegt. Super technisches Motiv, so. Ich
ich als junger Assistent war noch so auf der Schiene, ich werde Fashion-Fotograf, weil das ja jeder irgendwie macht. Ja. Und bei diesem Job habe ich gemerkt, boah, irgendwie macht mir das ja auch ganz schön viel Spaß, dieses Technische, also dieses Bild aus mehreren Bildern zusammenbauen, dieses verschiedene Ebenen, auch mehrere Belichtungen zu machen von dem Motiv. Das hat mir an diesem Job, ist mir so positiv aufgefallen, dass ich irgendwie dachte, boah, so Werbung und so dieses ganze, dieses mit normalen Menschen arbeiten, nicht mit Model, sondern mit Everyday People, das hat mir irgendwie Spaß gemacht und ich glaube so, rückblickend an dem Job habe ich mich, glaube ich, entschieden, ich werde jetzt irgendwie Lifestyle-Fotograf und nicht Fashion-Fotograf oder Still-Life-Fotograf, sondern ich will mit Menschen arbeiten, ich will mit echten Menschen arbeiten, ich will Gefühle am Set, ich will nicht nur eine Klamotte zeigen. Soll jetzt nicht heißen, dass alles andere schlecht ist, aber das hat für mich damals sehr, sehr prägend, in welche Richtung es für mich als Fotograf gehen soll oder wird. Und ab da habe ich dann auch angefangen, mich mehr in diese Richtung zu orientieren. Habe ich mal ein Sportshooting gemacht, mal so Lifestyle, mal so ein bisschen was mit Story auch gemacht, wo nicht so viel Fokus auf der Klamotte jetzt lag oder auf dem Beauty, auf dem Make-up, sondern einfach auf der Person, auf dem Darsteller oder auf der Darstellerin. Und da habe ich definitiv viel, viel mitgenommen von dem Job. Ja, da erinnere ich mich immer oft dran. Sehr gute Brücke hier. Ja. Wusste ich gar nicht, dass es jetzt so gut passt, aber ist ja eigentlich genau das, was jetzt nach dem Praktikum kommt. Deine Selbstständigkeit, nicht nach dem Praktikum, nach der Assistenz, ja. Deine Selbstständigkeit sozusagen und dann ja auch als Fotograf. Ja, als Fotograf. Also selbstständig war ich ja schon als Assistent, aber dann der Übergang zum Fotografen war bei mir so, es gab früher, vor ein paar Jahren, noch ein Event, das hieß Weitsprung. Das war damals, ich fand es sehr cool. Ich würde mir auch wünschen, dass das mal wieder stattfindet. Für junge Fotografen, ich glaube unter 30 war damals die Grenze. Muss man auch nicht mehr machen heutzutage, das war damals aber so. Die konnten sich bewerben mit ihrem Portfolio, mit ihrer Webseite, PDF, whatever, und wurden dann, ich glaube 50 Stück wurden dann genommen, ausgewählt, und die durften dann an 2 Tagen, an 2 Terminen an diesem Event nach Hamburg kommen und ihre Mappe, dann musste man auch eine Mappe machen, wenn man ausgewählt wurde, Art Bayern und Artdirektoren von Hamburger Werbeagenturen zeigen und Feedback bekommen. Und das war damals für mich natürlich unfassbar krass. Also meine Mappe, meine erste ever Mappe, wirklich so Ledermappe, Riesending noch, mit meinen Fotos den Profis sozusagen zeigen und Feedback von den Profis, die mich vielleicht irgendwann mal in ein paar Jahren buchen, bekommen, das war mega krass. So. Und da haben sich natürlich dann auch ganz viele andere Fotografen getroffen und gequatscht und so weiter, auch viele kennengelernt, und da waren an dieser Veranstaltung natürlich auch viele Agenten, Fotoagenten, Fotografenagenten, die sich dann halt natürlich die Fotografen da irgendwie geschnappt haben, die sie mochten. Und da hat mich damals dann auch meine Agentin Marlene Olsson, rausgepickt und hat mich dann auch relativ schnell danach kontaktiert. Auch ein paar andere noch. Es hat dann aber nach ein bisschen hin und her und ein bisschen Kaffee trinken und mit anderen Treffen hat sich dann auch bei Marlene am wohlsten angefühlt, und dann bin ich damals auch zu Marlene gegangen sozusagen. Und dann hatte ich eine Agentin. Zu Beginn deiner Selbstständigkeit als Fotograf? Als Fotograf, genau. Warst du direkt Ab da würde ich mich auch als Fotograf erst bezeichnen. Okay. So, weil da habe ich dann auch große Jobs gemacht und so weiter. Ja, ist schon dann auch gut zu wissen, okay, man hat auch jemanden, der sich da um Sachen im Backoffice kümmert. Definitiv, ja. Da mit Preisen um sich wirft und jongliert, dass du das dann nicht mehr selber machen musst. Genau, verhandelt für mich auch, und vor allem auch schon ein riesen Netzwerk hat. Also Marlene war damals, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, schon mindestens 20 Jahre im Business. So, und ich 0 sozusagen. Ja, und das bringt einem natürlich extrem viel, diese Kontakte und dieses Netzwerk, das dahinter steht. Und natürlich habe ich erstmal 2-3 Jahre gebraucht, bis ich erstmal Jobs hatte, bis ich bekannt war sozusagen in der Branche, in den Werbeagenturen. Ich musste auch Mappentermine machen, mich vorgestellt, was man aber auch natürlich ohne Agent machen kann. Also man kann auch einfach sich bei Werbeagenturen melden, anrufen, Termine machen mit den Art Bayern und sich deren Mappe zeigen. Da muss man halt ein bisschen penetrant sein und ein bisschen nerven, aber
wenn es klappt, hat man da mal einen Termin und kann sich da mal vorstellen. Und so war das halt damals. Und ja, da kamen dann die ersten großen Jobs dann als Fotograf. Ja. Ja. Ja, ist ja schon so, also eine Agentur, eine Repräsentanz ist eine Riesenhilfe, aber man gibt natürlich auch Geld ab oder Ja. Prozente. Ja. Und deswegen verstehe ich auch, wenn Leute sagen, hey, ich möchte mich vielleicht nicht verbiegen lassen, ich möchte komplett meine Freiheit haben, ich möchte 100% Ja, des absolut. Budgets bekommen, aber ich verstehe es auf der anderen Seite genauso gut, wenn man sagt, ich möchte diese Hilfe, ich möchte den Support und gebe da auch gerne Prozente ab. Ja. So, ist dann Ich halt glaube, es wirklich, ist so ein bisschen, wo man anfängt. Also ich war 26, was immer noch sehr jung ist als Fotograf, und bin direkt von der Assistenz, ohne viele Jobs gemacht zu haben, vorher in eine Repräsentanz gerutscht, sozusagen. Viele Fotografen und Fotografinnen arbeiten ja schon ein paar Jahre, machen schon Jobs, haben schon Kunden, haben auch schon Stammkunden und nehmen die dann auch mit. Und wenn sie dann irgendwann eine Repräsentanz sich einlassen, dann sind auch viele so, dass sie sagen, oh, aber meine Stammkunden, die würde ich gern trotzdem weiter noch ohne Agent machen. Und da war ich halt sehr früh dabei mit 26, habe aber dann auch natürlich länger gebraucht, um Jobs zu kriegen, um das zu machen. Aber es ist nicht alles eine Agentenrepräsentanz zu haben. Also es ist viele, ich glaube sogar mehr, als man denkt, fangen ohne an und haben auch da sehr guten Erfolg. So. ja. Und entscheiden sich zum Beispiel auch bewusst gegen eine Absolut, ja. Repräsentanz. Ja, definitiv. Ja. Ja. Aber Marlene hatte einen guten Riecher. Marlene hat einen guten Riecher. Ja. Ja, habe mich dann, habe auch lange mit ihr gearbeitet, 7 Jahre. Bin jetzt letztes Jahr das erste Mal gewechselt zu Markenfilm Foto. War das schwierig? Also war das Der irgendwie. Wechsel? Hm? Nee, das war sehr smooth. Also ich bin mit Marlene sehr gut auseinandergegangen. Das war einfach eine berufliche Entscheidung. Und bin dann mit der lieben Manja von Markenfilm ins Gespräch gekommen, auch über eine Kollegin. Und dann haben wir uns getroffen, fanden uns ganz gut, haben uns irgendwie gut verstanden und dann hat das auch relativ schnell geklappt. Bin auch jetzt sehr happy da. Das war ein sehr, sehr smoother Übergang. Also es gibt auch, glaube ich, ein paar, die ich so kenne, die sind erst von ihrer alten Repräsentanz gegangen, haben dann mal ein Jahr, 2 komplett ohne gemacht und haben dann wieder eine gesucht. Bei mir war das schon so ein relativ fließender Übergang. Also ein Zeitraum von einem halben Jahr bis Jahr, glaube ich, hat sich das erstreckt. So, ja. Ja, voll schön, dass es dann kein böses Blut gab. Absolut, ja. Genau, das ist die Vergangenheit. Jetzt sind wir beim Jetzt. Ja. Ja, wie sieht jetzt so dein Alltag aus? Jetzt werde ich Podcaster. Ja, jetzt bist du Podcaster. Obwohl ich sagen muss, ich bekomme jetzt auch mit, so ein bisschen, was du machst und sehe auch, dass du dann mal eine Woche in Amerika bist für einen Job, eine Woche plötzlich mal, ich muss nach Kapstadt. Sieht schon alles immer sehr aufregend aus bei dir, muss ich sagen. Ist nicht Ja, so, das als hättest ist- du so jede Woche einen Job. Nee. Aber wenn du einen Job hast, dann ist es immer richtig, also sowas von aufwendig und nicht so, ja, hier in Berlin im Studio mal ein bisschen, ne? Ja, gibt es auch natürlich, aber mittlerweile macht man dann schon eher die größeren Jobs. Dass das immer im Ausland stattfindet, ist nicht, weil das alles so cool und so toll ist, sondern einfach, weil ich bin Lifestyle-Fotograf. Ich fotografiere sehr, sehr wenig im Studio. Ich bin meistens draußen auf Location und da ist Deutschland leider nicht so das schönste Land, sage ich mal, vor allem im Winter nicht. Und gerade im Winter wird dann einfach sehr viel im Ausland produziert, wo einfach das Wetter schöner ist und die Temperaturen auch wärmer sind. Gerade weil auch natürlich im deutschen Winter schon produziert wird für den deutschen Sommer. Mhm. Deswegen musst du dann halt im Winter irgendwo produzieren, wo es halt nach Sommer aussieht. Ja. Und andersrum genauso. Und deswegen ist man dann halt schon öfter mal auch im Ausland unterwegs. Und du suchst die Locations ja nicht aus. Ich suche die nicht aus, ich kann natürlich Vorschläge machen und so weiter, aber Kapstadt wird immer noch sehr viel produziert, Barcelona, Portugal, mittlerweile auch sehr viel im Osten, weil es einfach auch günstiger ist. Aber Oder Deutschland, wie bei Christian, kann ich mal ganz kurz sagen, der dann wirklich halt einen Job hier in Berlin hat, der aussehen muss, Ja. als wäre gerade Sommer. Das ist dann auch echt, ja, verrückt, Herausforderung, aber verrückt, das so meistens kriegt man es dann mitzubekommen. irgendwie auch hin, ja. Ja, aber es ist natürlich
Also auch irgendwie Worst-Case-Szenario, dass man dann Ja. als Fotograf oder Fotografin so weiß, ich kann gerade nichts am Wetter ändern, aber irgendwie muss ich zaubern und die Bäume müssen doch dann irgendwie aussehen, als wäre es Sommer. Sie haben kein Blatt, gar nichts, aber Ja. egal. Ja, zaubern kann man halt nicht so. Das ist auch was ich in meiner Assistenzzeit sehr oft erlebt habe. Wetter ist scheiße. Soll Aber es aber, gibt doch soll aber jetzt Sommer KI. aussehen. Es Bitte? gibt doch jetzt KI. Ja, da kommen wir irgendwann später zu. Aber ja, Sehr gut. ja, ja. Ja, ich erinnere mich an einen Job mit Ruben, wo ihr ein Fußballfeld fotografieren Ja, solltet. jetzt vor kurzem Ja, erst, ja. genau. Wir Es hat hatten, geschneit und man hat das Fußballfeld nicht gesehen. genau, man hätte eigentlich ein grünes Fußballfeld sehen sollen und das Fußballfeld war aber weiß. Was war die Lösung dann? Wir haben erstmal haben wir das Motiv umgedreht, dass wir nicht mehr das Fußballfeld sehen, sondern dass wir Stadion, also Tribüne sehen. Ah ja. Und dann haben wir mit einem Laubbläser eine Fläche Schnee weggeblasen und haben dann diesen Fleck grün als Fußballfeld genutzt. Aber Und wo kam der Laubbläser her? der wurde da irgendwie von der Produktion her gezaubert, aber das ist Okay. natürlich, das ist nicht mein Job. Ja, okay, aber das finde ich dann auch immer so verrückt, dass dann irgendjemand jetzt so einen Laubbläser noch organisieren muss, auf schnell. Ja, also natürlich muss man auch so gut es geht vorbereitet sein. Wir wussten natürlich schon einen Tag davor, dass es einfach Schneestein wird und dass das Wetter nicht so gut wird. Und eine gute Produktionsfirma, die kümmert sich dann natürlich auch um solche Dinge, dass das da ist und dass man da irgendwie vorbereitet ist auf ja, den Worst Case auch. Natürlich funktioniert das auch nicht immer. Ich habe auch schon Jobs gemacht, wo ich Sonnenschein gebraucht habe, aber es nur mal geregnet hat. Und dann muss man halt Lösungen finden. Und ob die Lösung dann ist, nicht shooten, also das ist meistens sowieso nicht die Lösung, nicht shooten, weil es kostet alles Geld. Und dann shootet man halt irgendwie irgendwas und baut es dann in der Post später zusammen. Aber man muss eine Lösung für irgendwas finden. Und am Ende ist egal, wie du da hingekommen bist. Wenn das Bild gut aussieht, ist alles gut, weil dann sind die Kunden happy. Und dann interessiert auch niemanden mehr, wie du da hingekommen bist, sondern solange das Ergebnis stimmt, ist alles erlaubt. So, Ja. und das ist ein ganz gutes Mantra, was ich mir immer so ein bisschen behalten habe, um bei Shootings nicht mich zu stressen. So, und auch zu sagen, hey, wenn das Bild am Ende da ist, dann ist alles gut. Ich glaube aber wirklich, dass es in Zukunft so viel so viel geben wird, das mit KI bearbeitet ist, was wirklich keiner sieht. Wo dann trotz Ich habe des noch nicht so Regens. viele Berührungspunkte mit KI gehabt jetzt. Natürlich, Photoshop ist jetzt irgendwie da und kann das alles und ich nutze es natürlich auch, aber ich bin offen dafür. Ich glaube, es wird nicht alles ersetzen, aber wir werden sehen. Mal gucken. Ja. Ich habe eine Fotografin kennengelernt, die heißt Ines Thompson, also Grüße an der Stelle. Bei ihr war ich wirklich sehr beeindruckt, wie sie KI einsetzt. Sie selber macht viele Fashion-Fotos und shootet dann halt komplett die Strecken im Studio. Mit der KI fügt sie dann komplett Landschaften hinten ein, ganz andere Umgebungen und man sieht es ganz oft gar nicht. Also sie zeigt einem die Bilder, auch hat sie mir eins gezeigt, wie so ein Mann vor einem Flugzeug steht. Es ging, glaube ich, um den Mantel. Und sie so, ja, also das war ein Studiobild und das Flugzeug habe ich halt mit KI eingefügt. Und ich konnte es nicht glauben. Ich habe 10-mal rangezoomt und wieder rausgezoomt. Das ist halt die Frage, ab wann ist ein Bild kein Foto mehr, sondern digitale Kunst. Aber ja, das ist, glaube ich, da kommen wir nochmal zu Auf jeden einem Fall. anderen Thema, anderen Folge zu. Aber ja, es ist auf jeden Fall, ich bin offen dafür. Ich sehe keinen Grund, da mich gegen zu wehren oder zu haten. Es wird kommen, es wird nicht aufhaltbar sein und man kann nur mitarbeiten, anstatt dagegen zu arbeiten. Deswegen. Ja, und das ist auch, glaube ich, die einzige Einstellung, die da die richtige ist, um ganz ehrlich zu sein. Das ist genau wie wenn Leute sagen, ich will das alte Instagram zurück, aber es kommt halt nicht zurück. Bringt nichts. Und auch Nein. KI wird sich jetzt nicht in Luft auflösen und es Nee. wird morgen nicht mehr verfügbar sein. Also sich gegen neue Dinge zu sträuben, führt in meinen Augen zu absolut gar keiner Lösung, sondern man muss halt wirklich überlegen, wie ich es für mich nutzen kann. Und wenn ich es nicht nutzen Richtig. will, dann bitte auch nicht das verteufeln und andere Leute haten, weil sie es nutzen.
Ja, aber zurück zu dir, Jules. Ja, was sagst du aktuell zu deiner Fotografie, zu deinem Beruf? Hast du vielleicht Ziele für die nächsten Jahre? Hast du Dinge, wo du sagst, das ist so, wie du es dir vorgestellt hast, das macht dich glücklich? Vielleicht gibt es aber auch Dinge, wo du weißt, hey, in den nächsten Jahren will ich da und da irgendwie nochmal eine bestimmte Richtung einschlagen oder Ja, also wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schaut, ich habe jetzt natürlich erst letztes Jahr meine Agentur gewechselt. Das ist jetzt auch so ein kleiner Übergangszeitraum. Da kommt jetzt noch sehr viel und da freue ich mich auch auf viele neue, tolle Projekte und das ist aufregend, spannend. Ähm, wir haben letztes Jahr die erste Ausstellung hier im Studio gemacht. Das ist auch was mir sehr Spaß gemacht hat. Also ich habe letztes Jahr und auch dieses Jahr schon so ein bisschen ja, ich nenne es jetzt mal künstlerischere Ader kennengelernt. Also nicht Aufträge fotografieren, mit Kunden, Werbeagenturen zusammenzuarbeiten, sondern auch Kunst zu machen. Also zu fotografieren, was ich will, auch was nur ich will und dann Bilder zu drucken und die zu verkaufen. Zum Beispiel ganz anderer Ansatz an der Fotografie. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Reportagig fotografieren mag ich sehr gern. Also ich merke gerade, dass mir, weil ich jetzt schon eine Weile dabei bin, weil ich jetzt schon relativ, ja, ich sage jetzt mal, etabliert bin und meine Jobs bekomme und auch stetig bekomme und auch irgendwie zufrieden damit bin, wie meine Joblage ist und auch nicht sehe, dass ich jetzt auf einmal keine Jobs mehr habe, was mir die Freiheit gibt und was ich sehr schön finde, was jetzt auch seit letztem Jahr erst so ist, was mir eine sehr gute Freiheit und Klarheit gibt im Kopf, um solche Dinge wie eine Ausstellung zu planen, um freie Arbeiten zu machen wieder, um wirklich meinen Kopf frei zu haben von ich muss Jobs machen, ich habe Geldprobleme, Corona, whatever, sondern jetzt irgendwie so ja, freier bin und mich freier fühle und das sehr, sehr viel Spaß macht, da Bilder zu fotografieren, zu reisen, Ausstellungen zu planen, Kunstdrucke zu machen, whatever, name it, Podcasts zu machen mal. Und das geht natürlich, oder das geht bei mir viel, viel besser, wenn ich im Kopf nicht den Druck habe, den ich sonst hatte am Anfang meiner Karriere und auch davor, auch während Corona, genug Geld zu haben, genug Jobs zu haben, genug Aufträge zu haben, relevant zu sein, weil die Jungen kommen ja auch nach. Das ist nun mal so. Ich bin jetzt 33. Die nächste Generation steht vor den Türen so und die sind oft neu, erfinden sich neu. Ich habe davor keine Angst, aber man muss natürlich damit leben. So. Und das hat mir auf jeden Fall jetzt letztes Jahr sehr viel Spaß bereitet, da so ein bisschen mich neu auszuprobieren. Und ansonsten freue ich mich natürlich auf immer coolere Jobs und freiere Jobs. Ich freue mich immer sehr, wenn mich Kunden buchen für meine Arbeit, was ich wirklich mache. Also wenn die, ganz doof gesagt, die rufen an, sagen, hey, wir wollen dich für deinen Style. So, und dann darf ich den Style auch durchziehen. Und das gibt mir immer die meiste Bestätigung. ja, das größte Kompliment, was man eigentlich als Fotograf oder Fotografin Ja, bekommen kann. ja, Ja. genau. Also macht mich auch super stolz, weil das bedeutet auch, dass ich irgendwie einen Stil habe, den Leute wahrnehmen, den Leute mögen auch und den Leute auch wollen. Und wenn ich dafür gebucht werde, weil jemand sagt, genau so wollen wir das haben, das ist super, das ist mega. Und das merke ich, dass das in den letzten Jahren mehr geworden ist, weil auch ich ein bisschen mein Mindset geändert habe am Anfang. Also am Anfang, wo ich noch frisch in der Agentur war, immer bei meiner Repräsentanz, war ich noch sehr gesteuert von, was muss ich denn fotografieren, um Jobs zu kriegen? Was muss ich denn zeigen, um Jobs zu kriegen? Was wollen denn die Kunden sehen? Was wollen denn die Agenturen sehen? Und das hat sich irgendwann so ein bisschen entwickelt in Richtung, Scheiß drauf, was die alle sehen wollen. Ich mache, was ich will. Ich mache, was ich schön finde, was mir Spaß macht, was mir Freude bringt und was ich an fotografieren möchte. Und dafür sollen sie mich buchen. Und wenn sie es nicht tun, dann ist es halt so. Und das war auch mal wieder so eine richtige, schwierige Entscheidung, mein halbes Portfolio auf der Webseite zu löschen und zu sagen, raus damit. Und jetzt nur noch das, worauf ich Bock habe. Und auf einmal kamen die Jobs rein. Und das war crazy zu sehen, zu merken, wenn man auf sich selber mehr vertraut und das Risiko halt auch eingeht und nicht
sich die ganze Zeit fragt, was wollen denn die anderen sehen, dass man dann auch das Ergebnis sieht, dass Menschen dann auch kommen zu einem. Und das war extrem. Also da war ich sehr überrascht davon, mich das zu trauen, weil ich würde jetzt behaupten, mein Stil ist auch nicht sehr glatt und nicht sehr perfekt. Also ich fotografiere auch sehr viel unscharf und Bewegung und das und auch mal irgendwie out of frame. Und vielleicht würde auch der ein oder andere Fotograf oder Fotografin sagen, das ist schlecht, was ich fotografiere oder das ist nicht gut. Mit Sicherheit gibt es Menschen, die sagen, was ist denn das für ein Foto, sehr unscharf. Aber es gibt trotzdem auch sehr viele, die das halt feiern und die das wollen. Und wenn da jemand kommt und sagt, das wollen wir, das macht mich am meisten stolz. Und das zeigt mir dann auch, warum ich das so mache. So, und mich das auch trauen darf, so zu machen. Und man Ja. selber hat, finde ich, die meiste Motivation, wenn man freie Hand hat. Ja. Man ist unglaublich ambitioniert und macht sich noch mal mehr Gedanken. Ja, es genau. ist so wahnsinnig wichtig für einen selber, dass man dann sehr zufrieden mit den Bildern ist. Ja. Und ich merke immer, dass wenn ich einen Auftrag habe, wo ich wirklich 100% Lust drauf habe, dass es einfach sich ganz anders in Macht mir Spaß anfühlt. einfach. Ja. Und ich Ist so keine viel Arbeit geben mehr. kann. Genau, und wenn man aber für Sachen gebucht wird, die einfach nicht zu 100% dem entsprechen, was ich Ja. gerne mache, Ja. dann merkt man schon, dass man nicht so motiviert ist, vor Ja. Ort nicht so kreativ sein kann und auch bei der Bildbearbeitung dann, also wirklich, man will das gar nicht. Ich versuche mich dann immer Ja. gegen zu sträuben und zu sagen, nein, Luise, Fokus, Konzentration, aber Also man gibt schon 100%, aber weil es nun mal der Job ist, den man macht und den Ja. möchte man auch gut machen, aber ich glaube, was du meinst, ist eher so dieses, es war halt nur mal ein Money-Job, kann man auch ganz ehrlich sein. Es gibt diese Jobs, das kann mir auch kein Fotograf erzählen, dass er noch nie so einen Job gemacht hat oder sie, der einfach nur da war, um die Brötchen auf den Tisch zu legen sozusagen. Mhm. Und das gehört aber auch das ist dazu. auch, genau, also ich finde es auch Ja. wichtig. Ist auch nicht verwerflich, also Nee. ist total okay. Man lernt auch sehr viel, was man nicht möchte oder Ja. vielleicht auch, warum man dann andere Jobs noch mehr zu schätzen weiß und Ja. ja, ist schon gut auf jeden Ich Fall. habe auch schon Jobs gemacht, wo ich gar nicht wusste, warum ich überhaupt gebucht werde. Also, Ja. wo ich so dachte, hä, warum bucht ihr mich denn dafür? Es Du gibt so- doch da Du zehn andere, die das besser können. Babybau-Shooting, Nee, let's das go. nicht, aber manchmal war ich wirklich so, hä? So, aber dann gibt es natürlich auch die, wo man denkt, ja, genau das will ich machen. Das ist genau das, was ich machen will. Ja, So, und das, genau die zeigst du in deinem Portfolio auf deiner Webseite Ja. und dann Ja. wird es nach und nach immer mehr die Traumzielgruppe. Im besten Ja, es Fall. ist halt, also es ist so ein bisschen das Ding, halt, das ist ja immer diese große Frage, sich einen Stil, also seinen Wiedererkennungswert als Fotografin oder seinen Stil zu finden. Man denkt immer, das ist irgendwie, das passiert dann auf einmal, macht Klick und dann hat man seinen Stil gefunden. Aber was ich bei mir gemerkt habe, es ist ein langer Prozess. Man merkt es nicht von heute auf morgen, sondern irgendwann merkt man so, oh, irgendwie sehen die jetzt alle so ein bisschen ähnlich aus. Und irgendwie habe ich da so ein Ding gefunden, was mir gefällt, was mir auch Spaß macht. Vertraue auch darauf, dass ich damit Geld verdienen kann und kann das weiterhin machen und muss nicht irgendwie anderen Leuten gefallen. Und dann hast du, glaube ich, auch deinen Stil gefunden und kannst darauf vertrauen und den weitermachen. Aber wenn man immer nur versucht, anderen zu gefallen, wird man nie zu seinem eigenen Style, glaube ich, kommen und zu seinem eigenen Stil. Weil dann, Ja, und auch nie sieht's- seine Nische finden, weil Ja. wenn man sich immer anpasst, dann ist man der Fotograf oder die Fotografin für alles. Und das Ja. ist aber gerade in dem Business in meinen Augen gar nicht gut. ja, also es kommt glaube ich, schon auch ein bisschen auf den Bereich an, in dem man arbeitet. Bei mir, wenn es ums Thema Werbung geht, wenn es ums Thema Kampagnen, große Kampagnen geht, da ist es schon hilfreich, wenn man, ja, mag jetzt negativ klingen, aber sich in eine Schublade stecken lassen kann. Ja. Im Sinne von Artdirektoren, Artbuyer, Kreativdirektoren können dich in eine Schublade stecken und sagen, der oder die kann Menschen, die Handstand machen, sehr gut fotografieren, ganz doof gesagt. Und wenn du dann halt 20 Fotos mit Menschen in Handstand hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du den Job bekommst, weil darin halt ein Mensch mit im Handstand fotografiert werden muss, als jemand, der das noch nie fotografiert hat. Wie ich das Ganze eher sehe, ist, es ist gut, einen roten Faden zu erkennen. Ja, Und wenn man das vergleichen möchte mit Restaurants, wenn du zum Beispiel in ein italienisches Restaurant gehst und es gibt
200 Sachen auf der Speisekarte, dann Ja. misstraust du diesem Restaurant komplett. Ja, Und du stimmt, bist ja. auch nicht bereit, 30 Euro für eine Speise zu bezahlen, weil du Ja. weißt, es gibt bestimmt ein paar Gerichte, die richtig gut können, aber alle, die hier auf der Karte sind, das kann nicht Ja. funktionieren. Ja. Aber wenn du in einem Restaurant siehst, es sind irgendwie 10 Gerichte auf der Ja, noch Speisekarte, weniger, ja. ja, die müssen gut sein. Ja. So, dann bist Ja, du das auch stimmt. bereit, viel Geld dafür auszugeben. Ja. Und ich glaube, dieses Beispiel lässt sich auch, ja, nicht ganz 1:1, aber schon auch auf die Fotografie übertragen, Ja. dass so eine Nische dahingehend funktioniert, weil die Leute wissen, du musst Handstände gut fotografieren können, weil du nur das zeigst, nur das machst. Wir bezahlen ja auch überdurchschnittlich viel dafür, weil wir uns zu 100% sicher sind, dass du die richtige Person dafür bist. Ja, es ist einfach nicht schlecht, zu wissen, was man gerne macht und in welche Richtung man gerne geht. Wenn du ein Portfolio hast, was Still Life, Fashion, Beauty, Lifestyle, Auto, alles drin hat, dann kann man dich nicht so gut einordnen. Und das geht nun mal besser mit Fotografen, die nur das machen. Ganz logisch, das ist einfach so. Und die sich darauf auch spezialisiert haben. Das sind dann eben Spezialisten in diesem Bereich. Ja, glaube ich auch. Ja. Jetzt haben wir gar nicht über deine Assistenten gesprochen, Meine beziehungsweise die Assistenten. Leute, die du ausgebildet hast. Ja, ein paar, ja. Ich habe dieses Konzept Praktikum schon immer gemocht, so, weil ich ja selber daher komme und habe dann auch irgendwann angefangen, Praktikanten einzustellen, bezahlt, muss man dazu sagen. Sehr gut. Bin kein Fan von kostenloser Arbeit und habe denen dann auch Assistieren beigebracht und gezeigt, wie das geht und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich mag es immer sehr gerne, mein Wissen weiterzugeben. Und natürlich auch habe ich einen Hintergedanke gehabt, dass ich dann auch irgendwann davon profitieren kann, wenn die dann soweit sind, auch mit mir ans Set kommen können als Assistenten. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt auch irgendwie schon, glaube ich, 3, 4 Praktikanten und noch mehr, sogar 5, 6 gehabt in meiner Laufbahn. Und einige davon sind jetzt auch freie Assistenten und arbeiten auch und sind auf dem besten Weg, auch Fotografen zu werden. Ja. So, und das ist sehr schön zu sehen. Wir hatten mal eine Praktikantin, die war hier im Studio Praktikantin, Rachel. Das war sehr schön, weil die hat sich initiativ bei uns beworben, hatte 0,0 Erfahrung im Fotografiebereich, hat auch noch nie was gemacht, wollte aber auf eine Schule gehen, irgendwie in Dublin und da habe ich dann so den Braten gerochen und habe gesagt, geh mal nicht auf die Schule, irgendwie, ich rede mal mit Janine, ob wir es irgendwie möglich machen können. Und haben sie dann ein halbes Jahr hier gehabt und sie ist jetzt Assistentin und verdient ihr Geld damit. Und das ist super, super schön zu sehen, dass Menschen, die wirklich mit null Erfahrung, aber mit dem Biss und mit dem Interesse hierher kommen, was mitnehmen und das ernst nehmen, dann auch das schaffen, davon zu leben oder davon leben zu können. Und deswegen mache ich das auch und das finde ich schön. Also total. Und natürlich, ich meine, ist auch eine Hilfe, Assistenten, feste Assistenz. Und es ist auch nie etwas, was meistens länger als 3 Jahre geht für die Person, weil irgendwann gehen die Leute dann auch ihre eigenen Wege, was auch total okay ist. Aber um so wie ich das damals gelernt habe oder gemacht habe, das so weiterzugeben, den Weg zu ermöglichen, why not? So finde ich super. Ja. Kann man sich bei dir bewerben? Ich Kann frage für einen man. Freund. Kann man sicher tun. Die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt gerade in dem Zeitpunkt so ist, dass ich jemanden suche, ist relativ gering. Ich würde eher sagen, ich folgt mir auf Instagram. Ich poste das dann eben, wenn ich jemanden suche. Also wenn ich gerade Bedarf habe oder jemand geht und Neues kommen muss, dann schreibe ich das meistens aus auf Instagram. Initiativ bewerben kann man sich auch, aber die Wahrscheinlichkeit ist nochmal sehr gering, dass ich jetzt gerade jemanden suche, sondern das ist dann halt erst, wenn es soweit ist. Aber immer gerne her damit. Ich freue mich auf ordentliche Bewerbungen, nicht Genau. nur eine 3-Zeiler-Mail. Gerne 4 Zeilen. Genau, Ja. du hast ja gerade Nico als Angestellten. Ja, genau. Der war jetzt 6 Monate bei mir als Praktikant und ist jetzt ab nächste Woche festangestellt als Assistent und unterstützt mich bei meinen Shootings, bei meiner Vorbereitung, kümmert sich auch ein bisschen ums Equipment,
kümmert sich auch hier im Studio so ein bisschen um das Studiomanagement, auch wenn wir Vermietungen haben oder so mal, dass er da unterstützt. Und Nico hat, glaube ich, auch studiert und hat dann halt auch gesagt, ja, ich möchte jetzt in diese Welt eintauchen und hat dann halt da das Praktikum genutzt jetzt, um reinzukommen. Und da müssten wir ihn jetzt selber fragen, aber ich glaube, es hat ganz gut funktioniert und er ist ganz happy und du kennst ihn ja auch. Ich kenne ihn auch. Ich Äh, sitze neben ihm. ja, Ja. gegenüber, genau. Und ja, das macht Spaß. Also neuen Leuten was beizubringen, immer gut. Ja, Ja. sehr gut. Was gibt's noch über mich? War's das? Ich habe schon sehr viel geredet Wir haben heute, schon, ne? ich kann dir genau sagen, wir haben 1 Stunde und 15 Minuten gesprochen. Ah, das ist ja eigentlich ganz gut. Ja, Ja. wir haben auf Gibt's noch jeden irgendwas, Fall. was gefehlt hat? Ich glaube, uns fallen gleich noch 100 Sachen ein, die gefehlt haben. Ja, Aber immer, das wie es Gute immer so ist ne? ja, das kann man in folgenden Episoden ja immer noch mit einstreuen. Ja. Aber ich glaube, die wichtigsten Sachen sind Diese gesagt. Episode jetzt oder die Folge jetzt und auch die nächste Folge mit dir, die sind ja auch eher dazu gedacht, dass die Menschen, die uns zuhören, uns einfach auch ein bisschen kennenlernen und ein bisschen den Hintergrund wissen, woher wir kommen, was wir gemacht haben, wie wir dahin gekommen sind, dass wir heute hier sitzen und einen Podcast zusammen haben. Deswegen machen wir die 2 Folgen und in der nächsten Folge bist du dann dran. Bin ich dran. Redest dir den Mund fusselig. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, Ja. bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi.